Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, draußen ist es grau und trüb und es stürmt wie verrückt. Ist genau das richtige Wetter, um ein Video zu drehen. Hallo, ich bin die Kerstin und auf meinem Kanal Tag aus, Tag ein geht es um alles, was mich so Tag aus, Tag ein umgibt und beschäftigt. Heute soll es mal um das Bullet Journal gehen. Ich habe in der letzten Zeit ein paar Nachrichten bekommen, dass ich doch mal erzählen soll, wie ich im letzten halben Jahr mit dem Bullet Journal so zurechtgekommen bin. So als kleine Vorgeschichte, ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch mal hier oben. Letztes Jahr im Mai war das, glaube ich, habe ich gemerkt, dass ich mit meinem aktuellen Kalender überhaupt nicht zurechtkomme. Ich hatte viele Seiten, für die ich überhaupt gar keine Verwendung hatte, und Seiten, die ich gebraucht hätte, die haben mir da drin einfach gefehlt. Und dann habe ich mich mal näher mit dem Thema Bullet Journal auseinandergesetzt. Ich hatte vorher schon mal was davon gehört, aber ich habe immer gedacht, man muss da super kreativ sein und ganz toll zeichnen und malen können, um so ein Bullet Journal zu führen. Deshalb hat mich das immer gehemmt, damit überhaupt anzufangen. Und dann habe ich das Buch von Ryder Carroll dazu gelesen, in dem er erklärt, was überhaupt hinter der Idee vom Bullet Journal steckt. Und dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt und habe ja gesehen, dass es auch ganz tolle minimalistische Bullet Journals gibt, und habe ich gedacht, genau das ist das Richtige für mich. Ich brauche ein Buch, einen Kalender, ein Notizbuch, wo ich wirklich ganz minimalistisch meine Termine und meine Gedanken und meine Notizen reinschreiben kann, ohne viel Shishi. Und ja, was soll ich sagen? Dann habe ich mitten im Jahr, also im Mai oder im Juni war das, glaube ich, angefangen, mir hier dieses Bullet Journal zu erstellen. Ich habe so ein bisschen rumprobiert, getestet, was für mich in Frage kommt, wie ich so zurechtkomme, und war total begeistert davon, dass ich mir dann gleich für dieses Jahr auch wieder ein neues Bullet Journal zugelegt habe, das ein bisschen kreativer schon gemacht habe. Und ja, über meine Erfahrungen möchte ich im heutigen Video mal ein bisschen erzählen und euch mal zeigen, wie ich so im letzten Jahr mein Bullet Journal geführt habe. In meinem ersten Video habe ich euch ja schon mal gezeigt, wie der grobe Aufbau von meinem Bullet Journal war. Das fängt ganz vorne auf der ersten Seite an mit dem Key, dann kommt als nächstes der Index, und danach habe ich dann auch schon mit der Jahresplanung angefangen, weil bei mir im Mai erst der erste Bullet Journal Eintrag war, habe ich natürlich nur ein paar Monate, dann kam der Geburtstagskalender und dann habe ich die einzelnen Monate so als Übersicht mal gemacht, wo ich die Termine, die halt für die Monate geplant war, schon reingeschrieben habe. Als nächstes habe ich mir dann die Wochenplanung gemacht, und da habe ich, wie gesagt, ganz grob rumprobiert. Erstmal habe ich die Woche auf 2 Seiten geschrieben und danach nochmal die Tage einzeln, wo ich meine Notizen gemacht habe. Und dann habe ich es auch mal ganz anders ausprobiert und habe dann einfach die Woche auf eine Seite geplant und habe danach dann die einzelnen Tage aufgeschrieben, nochmal mit meinen Terminen, To-Dos und zum Teil Tagebucheinträgen, je nachdem, was ich so gebraucht habe. Da brauchte ich jetzt nicht so auf den Platz achten, da habe ich mir ein bisschen mehr Platz gelassen, mal weniger, je nachdem, was ich so gebraucht habe. Ja, und so habe ich wild rumprobiert, was für mich am besten passt. Das ist ja das Schöne am Bullet Journal, dass man da völlig frei ist und das sich so anpassen kann, wie man es braucht. Ich habe auch keinen Equipment-Kurs gehabt. Ich habe 3 Stifte, ein Tombow, ein Pilot und ein Brushpen. Damit habe ich mal was markiert und habe meine Striche gezogen. Und ansonsten habe ich keinen großen kreativen Aufwand betrieben. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, ist ab und zu mal was reingeklebt. Das habe ich mit Masking-Tape oder mit einem Kleber gemacht, Klebestift. Und dann habe ich mir so einen kleinen Drucker besorgt, um mal so schöne Momente mit Fotos festzuhalten. Das habe ich auch noch gemacht, aber ansonsten war das Ganze völlig unaufwendig und unspektakulär. Der Zeitaufwand für mein Bullet Journal hält sich auch relativ in Grenzen. Ich setze mich einmal die Woche hin, meistens Sonntag, da mache ich die Wochenplanung und ziehe mir noch so eine kleine Motivationskarte, da schreibe ich den Spruch dann hier hin, und dann plane ich meistens doch den nächsten Tag, den Montag dann, schreibe dann meine Termine auf, die ich habe, und meine To-Dos, und das war es dann eigentlich schon. Und ansonsten mache ich das so, dass ich mich abends immer hinsetze und den nächsten Tag plane, also da schreibe ich dann den Tag, das Datum hin und was ich für Termine habe.
Und meistens mache ich es dann noch so, dass ich so ein bisschen aufschreibe, was den Tag über passiert ist. Und ja, das war es dann eigentlich. Wofür ich mir ein bisschen mehr Zeit nehme, ist dann für das neue Bullet Journal. Da war ich dann für dieses Jahr schon ein bisschen kreativer unterwegs, habe so ein bisschen Verzierung gemacht, habe hier noch meine Rauhnachtskarte, die übrig gebliebene, eingeklebt, den Index schon mal ausgefüllt und dann habe ich mir für dieses Jahr so eine grobe Jahresübersicht erstellt, habe mir so kleine Aufkleber von Etsy besorgt. Dann kam mein Geburtstagskalender, den habe ich auch ein bisschen mehr verziert als sonst und dann waren auch schon die Monate dran. Da habe ich es anders gemacht als im letzten Bullet Journal, habe dann hier noch 2 Seiten dahinter Platz gelassen, einmal für Aufgaben und To-Dos und einmal für Ausgaben, was ich so an EC- und Visa-Karten, Bezahlungen habe. Das habe ich mir dann noch freigelassen und so habe ich dann jeden Monat hintereinander weggeplant und dann immer die 2 Seiten für die Aufgaben, To-Dos und die Ausgaben. Und ja, das habe ich für das ganze Jahr vorgeplant und dann ging es einfach schmucklos und schnörkellos weiter mit der ersten Woche, die zweite Woche und so mache ich das dann auch weiter und gucke, wie es für mich passt, was ich ja brauche. Das wird mal so aussehen, vielleicht wird es auch mal anders aussehen und ich lasse mich da nicht stressen, ich habe auch keine Vorlagen, ich mache einfach nach Bauchgefühl. Etwas, was ich unabhängig von meinem Bullet Journal noch führe, sind meine Morgenseiten. Ich habe das letztes Jahr im Herbst in meine Morgenroutine integriert und zwar sind das 5 Minuten, die ich mir Zeit nehme, einfach alles aufzuschreiben, was mir so im Kopf herumspukt. Das sind zum Teil Gedanken, das sind Affirmationen, das sind Pläne, das sind ja, Sachen, über die ich mich ärgere oder über die ich mich freue. Das ist so eine Art Dankbarkeitstagebuch, wo ich einfach frei von der Leber weg runterschreibe, was mir so im Kopf herumspukt. Und ja, wie gesagt, dafür nehme ich mir jeden Morgen 5 Minuten Zeit. Das ist ungefähr eine halbe Seite und das führe ich völlig unabhängig von meinem Bullet Journal. Ja, wie ihr sehen könnt, ist es für mich ein überschaubarer Aufwand. Ich habe auch kein großes Equipment, die 3 Stifte und hier noch so ein kleines Täschchen dran. An meinem aktuellen Bullet Journal da ist ein Lineal drin. Vom Zeitaufwand ist es für mich überschaubar. Klar, am Jahresanfang braucht man ein bisschen mehr Zeit, aber ansonsten finde ich, dass es nicht übermäßig viel Aufwand ist. Für den einen ist es was, für den anderen ist es nichts. Der hat lieber einen vorgefertigten Kalender. Aber ich bin das letzte halbe Jahr, seit ich mein Bullet Journal habe, super zufrieden. Ich kann mich da wirklich frei kreativ austoben und kann das so führen, wie es mir passt und bin da auch nicht auf irgendwelche Seiten angewiesen. Für mich ist es das optimale Buch, aber das muss ja jeder selber entscheiden, was für ihn passt. Ja, und das war's mit meinem kleinen Video. Ich hoffe, ich konnte alle eure Fragen beantworten. Wenn ihr trotzdem noch was wissen wollt zu dem Bullet Journal, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten sage ich jetzt mal danke fürs Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao.